Der iShares Edge MSCI World Multi-Factor ETF versucht, durch eine Übergewichtung der Faktoren Momentum, Value, Quality und Small Cap eine Überrendite zu erzielen im Vergleich zur klassischen Anlage in einen All-World oder einen normalen World ETF. Wie der ETF in unserem Ranking performt und wie die Multifaktor-Strategie funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt und Dominik Dörr. Wenn du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder haben, klick unter dem Video einfach auf den Button Mitglied werden. Dieser iShares Edge MSCI World Multi-Factor ETF basiert auf dem MSCI World Diversified Multiple Factor Index, welcher aktuell 330 Aktien beinhaltet. Die Idee hinter dem Multifaktor-Ansatz ist, dass der Index die Faktoren übergewichtet, die in der Vergangenheit mit ihrer Performance nachweislich den breiten Markt über längere Zeiträume hinweg übertroffen haben. Die Faktoren dabei sind A. Günstige Aktien, also der Faktor Wert oder Value, B. Finanziell gesunde Unternehmen, also der Faktor Qualität oder auch Quality genannt, C. Trendaktien, also der Faktor Momentum und D. Unternehmen mit relativ niedriger Marktkapitalisierung, also Small Caps. Zu einer Multifaktor-Strategie, wie sie im Lehrbuch steht, gehört allerdings normalerweise auch der Faktor politisches Risiko, also klassischerweise Aktien aus Ländern wie den Schwellenländern. Emerging Markets oder eben auch Schwellenländer werden in diesem ETF allerdings gar nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um einen Bezug zum MSCI World handelt, der nur in Industriestaaten investiert. Insofern fehlt hier einer der bekanntesten Faktoren, nämlich der Political Risk Factor, also der Emerging Market Faktor kann man auch sagen, den ein Großteil der Anleger normalerweise sehr bewusst aktiv bespart. Im Kapitel der Prognose werden wir uns noch näher damit beschäftigen, wie genau die Multifaktor-Strategie funktioniert und wie gut der ETF diese abbildet und wie die Strategie in Zukunft funktionieren könnte. Im Nachhaltigkeitsranking, was von AAA bis CCC geht, erhielt der ETF einen sehr guten Wert mit AA. Dieser ETF ist in diesem Ranking damit sogar als Anführer in Sachen Nachhaltigkeit klassifiziert. Diese Klassifikation umschließt die Werte AAA und AA. Die 10 größten Positionen im ETF besitzen zusammen zum Stand Mai 2021 eine Gewichtung von ca. 18,23%. Die Top 10 sind also schon ausschlaggebend für die Entwicklung der ETF-Performance. Die USA sind wie in den meisten weltweit gestreuten ETFs mit ca. 71% deutlich am höchsten gewichtet, danach folgen Japan und das Vereinigte Königreich sowie Kanada. Schwellenländer sind nicht enthalten, was wie bereits erwähnt sehr schade ist und berücksichtigt werden muss bei der eigenen Portfolio-Zusammenstellung mit diesem ETF. Der IT-Sektor ist mit 26,23% am höchsten gewichtet, Industrie, Gesundheitsversorgung und zyklische Konsumgüter runden die größten Themengebiete ab. Insgesamt liegt hier durchaus eine sehr gute Diversifikation über einige Branchen hinweg vor. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Titel einmal etwas genauer an, da deren Performance zurzeit schon ausschlaggebend für den Kurs des ETFs ist. Besonders auffällig ist, dass in den Top 10 mit Intel, Applied Material, Micron Technology, Nvidia und Lam Research gleich 5 Unternehmen aus dem Sektor der Halbleiterindustrie kommen. Knapp 9% des gesamten ETFs sind also schon alleine mit diesen Aktien aus den Top 10 Aktien des ETFs der Halbleiterindustrie zuzuordnen. Ansonsten sind mit Walmart und Target Corp bekannte Größen aus dem Einzelhandel in den USA mit dabei. Anthem als Krankenversicherer und Rio Tinto als Bergbauunternehmen runden mit völlig anderen Geschäftsmodellen neben Apple die Top 10 ab. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist vor allem im Jahr 2017 mit 20% Wachstum am besten gewesen. 2020 standen immerhin im Schnitt 7% zu Buche, während 2019 eine exakte Nullrunde war im Schnitt. Es lag jedoch in keinem Jahr ein Umsatzrückgang in Summe vor, was positiv ist. Besonders Micron Technology, Lam Research und Applied Material zeichnen sich durch relativ hohe Schwankungen im Umsatz aus, während Intel, Walmart, Target Corp, Rio Tinto eher verhalten im Umsatz wachsen. Auch hier erkennt man die bewusste Konzentration auf Value- und Quality-Werte, die mit guten, stabilen Kennzahlen aufwarten. Im EBIT, also dem operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern, sehen wir jedoch zumindest im Jahr 2017 eine enorme Schwankung.
Ein Plus von 331% im Schnitt steht hier zu Buche, während in den anderen Jahren eher ein verhaltenes EBIT-Wachstum von maximal 36% im Jahr 2018 vorhanden ist. 2019 ging es sogar um 10% runter im Schnitt der Top 10. Für die Auffälligkeiten ist Micron Technology verantwortlich, die 2017 ein EBIT-Wachstum von 3.393% vorlegen konnten. Grund ist hierfür das EBIT, das von 168 Millionen auf über 5,6 Milliarden Dollar angestiegen ist. Bei den restlichen Unternehmen gibt es derartig extreme Auffälligkeiten nicht in diesem Zeitraum. Dennoch sieht man am Beispiel von Nvidia, dass hier ebenfalls eine Spannbreite von plus 159% bis runter zu minus 25% im EBIT-Wachstum möglich sind, was aber auch durchaus nicht außergewöhnlich ist. Die EBIT-Margen sehen im Durchschnitt gut aus, liegen zuletzt im Rahmen von ca. 20-30% im Durchschnitt. Vor allem Intel, Apple, Nvidia, Rio Tinto, Micron, Nvidia und Lam Research kratzen hier regelmäßig hin und wieder an der 30% Marge. Allerdings gibt es mit Walmart und Target Corp auch Unternehmen, die den Durchschnitt hier eher nach unten ziehen, da die Margen im Einzelhandel eben deutlich geringer sind, im Vergleich zum Halbleitersektor beispielsweise. Insofern aber normal und bei einem World ETF nichts Ungewöhnliches. Auch Anthem kann hier nicht durch hohe Margen, aber eben durch konstante Margen überzeugen von 6-7%. Generell sind die Margen überwiegend im Schnitt stabil. Das KGV zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass es im Vergleich zu spezifischen Themen-ETFs, beispielsweise aus dem IT-Sektor, deutlich niedriger und vor allem auch konstant ist. Das KGV der Top 10 erreichte 2020 seinen Höchststand mit 22,5, was wirklich nicht besorgniserregend hoch ist. Ein weiteres Indiz dafür, dass tatsächlich der Fokus auf Value- und Quality-Werte gelegt wird. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier eher um gestandene oder eben möglicherweise sogar Quality-Titel handeln könnte, ist die Dividendenrendite. Diese liegt im Schnitt bei ca. 2%, was kein schlechter Wert in den Top 10 eines ETFs ist. Da der ETF thesaurierend ist, spielt die Ausschüttung bzw. Dividende jedoch für den ETF eine an sich nur untergeordnete Rolle. Wie wir im Factsheet des Index, der hinter dem ETF steht, sehen können, sind hier, wie vom Index angestrebt, die Faktoren Value, Low Size, also Small Cap, Momentum und Quality stark gewichtet. Der größte Unterschied zum klassischen MSCI World Index Portfolio liegt tatsächlich im Faktor Low Size, also Small Cap. Der MSCI World untergewichtet diesen Faktor für gewöhnlich, während der Multi-Factor Index hier in Richtung Übergewichtung dieses Faktors tendiert. Auch der Faktor Quality ist zeitgleich deutlich stärker gewichtet als im MSCI World Index. Selbst der Faktor geringe Volatilität ist in diesem Index höher gewichtet, obwohl er gar nicht spezifisch adressiert wird. Der Momentum-Faktor kommt hier ebenfalls stärker zur Geltung, wenngleich er von allen Faktoren, die beeinflusst werden sollen, eher gering übergewichtet ist. Mehr zu diesem Thema werden wir noch im Kapitel der Prognose besprechen. Das Ziel des ETFs, nämlich die zuvor genannten 4 Faktoren überzugewichten, erfüllt der ETF sehr gut. Das haben wir anhand der Kennzahlen der Top 10 Aktien bereits sehen können und auch die Angaben im Factsheet passen dazu. Der größte Wermutstropfen bei einem derartig komplizierten ETF ist, dass der ETF nicht den Faktor Emerging Markets, also Schwellenländer oder politisches Risiko beinhaltet. Zudem ist der Fokus auf die USA sehr groß, verhältnismäßig sogar größer als bei klassischen MSCI World ETFs. Auch die geringe Anzahl an Aktien im Vergleich zum MSCI World ETF oder zu einem All-World Index werte ich negativ. Mit einer Multifaktor-Strategie, in der man mehrere Single-Factor-ETFs aufnimmt, bildet man deutlich mehr Werte ab und diversifiziert so insgesamt auch breiter. Insgesamt vergebe ich daher für das Portfolio 3,5 von 5 Sterne für den Multifaktor-ETF von iShares. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt dich mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Mit einem Fondsvolumen von 455 Millionen Euro liegt der iShares Edge MSCI World Multifactor ETF deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit September 2015, also bald 6 Jahre bzw. 5,5 Jahre, was eine durchschnittliche Bestandsdauer ist. Eine Auflösung des ETFs ist daher relativ unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,5% liegt dieser ETF so gerade noch im Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. Allerdings ist der ETF teurer als beispielsweise verschiedene MSCI World oder All World ETFs, die teilweise bei unter 0,2% Gesamtkostenquote liegen. Dieser ETF ist thesaurierend,
Demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern zurück in den ETF-Kurs und steigern eben so den Kurs des ETFs. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer optimierten physischen Replikation. Das heißt, nicht der gesamte Bestand des Index, also nicht alle 330 Aktien des Index, werden im ETF 1:1 nachgebildet, sondern nur ein Teil der Aktien aus dem Index. Damit weicht der ETF-Kurs wahrscheinlich regelmäßig vom Kurs des Index ab. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung, auch Tracking-Differenz genannt, seit 2015 betrug plus 0,34% pro Jahr. Damit war der ETF für Anleger sogar günstiger, als es die Gesamtkostenquote von 0,5% suggeriert. Positiv ist auch, dass der Rebalancing-Intervall hier vierteljährlich ist, was bei einem derartigen ETF, der die zuvor genannten Faktoren zu jeder Zeit korrekt abbilden soll, auch sinnvoll ist. Der Index dahinter wird übrigens halbjährlich aktualisiert. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Produktkriterien 4 von 5 Sterne. Die Gesamtkostenquote könnte noch etwas niedriger sein, wobei die Gesamtkostenquote für einen Spezial-ETF wie diesen durchaus normal ist. Wir vergleichen heute den iShares Edge MSCI World Multi-Factor ETF unter anderem mit der Standardanlage, die viele Anleger teilweise als einziges Investment in ihrem Portfolio haben, nämlich mit einem klassischen All-World ETF von Vanguard. Außerdem vergleichen wir unseren Multi-Factor ETF mit dem iShares MSCI World Momentum ETF, der ausschließlich nur in den Faktor Momentum investiert, also ein Single-Factor ETF ist, wenn man so möchte. Wir vergleichen ihn zudem mit dem iShares Edge MSCI USA Multi-Factor ETF, der zusätzlich eben einen Fokus auf die USA legt. Außerdem ziehen wir für den Vergleich noch den beliebten Luxor MSCI World ETF hinzu. In der Performance seit September 2015, was leider nur ein minder aussagekräftiger Zeitraum ist bei solchen grundlegend strategischen ETFs, sehen wir, dass der iShares Multi-Factor ETF insgesamt die schlechteste Rendite hingelegt hat. Der iShares Momentum ETF, also der Single-Factor ETF, der hier mit dabei ist, schneidet dabei deutlich erkennbar am Ende am besten ab, während der USA Multi-Factor ETF, der MSCI World ETF und der All-World ETF gleich aufliegen. Auffällig ist, dass zwischen 2015 und 2019 der normale World Multi-Factor ETF sogar besser performt hat als die All-World und MSCI World Varianten hier im Vergleich. Seit Anfang 2019 bzw. spätestens nach Corona-Ausbruch hat der Multi-Factor ETF jedoch einen Rückstand eingebüßt. Der Momentum ETF konnte hier vor allem nach 2018 für einen gewissen Zeitraum seinen Vorsprung ausbauen. In absoluten Zahlen heißt das, dass der MSCI World Momentum ETF über den genannten Zeitraum eine Rendite von mehr als 114% hinlegen konnte. Der Luxor MSCI World ETF folgt dabei hintendran mit knapp 87%, knapp vor dem Vanguard FTSE All World ETF, der auf knapp 85% kommt. Den Momentum ETF und den FTSE All World ETF haben wir übrigens schon auf diesem Kanal analysiert. Die Videos findet ihr oben auf dem i und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der USA Multi-Factor ETF kommt hier immerhin noch auf 81,26% Rendite, während der normale World Multi-Factor ETF abgeschlagen mit 70,34% dahinter liegt. Wenn wir jedoch auf die vergangenen 12 Monate zurückblicken, sieht das Bild jedoch wieder ganz anders aus, wie das halt so ist mit Zeithorizonten. In diesem Zeitraum hat der MSCI World Multi-Factor ETF die beste Rendite mit 33,22% hingelegt, knapp vor dem MSCI World ETF von Luxor, der auf 31,9% kommt, und dem All World ETF von Vanguard, der mit 31,78% minimal dahinter liegt. Der USA Multi-Factor ETF kommt hier ebenfalls auf 31,4%, also diese ETFs liegen fast alle im Rahmen von 1 bis 2 Prozentpunkten. Und der Momentum ETF war hier zuletzt stark gebeutelt und kommt hier nur auf 20,6%, also schlappe 13% weniger als der Multi-Factor ETF. Ihr seht also, je nach Zeitraum ist die Rentabilität eine völlig andere. Entscheidend sind hier für eine Vergleichbarkeit möglichst lange Zeiträume. In diesem Chart hier sehen wir die Index-Performance des MSCI World Diversified Multiple Factor Index, der die Grundlage des Multi-Factor ETFs hier bildet, im Vergleich zum MSCI World Index. Hier sehen wir grafisch über die letzten 15 Jahre im Vergleich, dass der Multi-Factor ETF insgesamt klar am Ende die Nase vorn hat. Vor allem zwischen 2010 und 2016, also der Zeitraum, zu dem es den ETF noch gar nicht gab, konnte er seinen Vorsprung ausbauen. Im Schnitt erzielte der MSCI World Diversified Multiple Factor Index theoretisch jedes Jahr eine Rendite von 10,33%. Der MSCI World Index kommt hingegen auf einen Schnitt von 6,94%, also die bekannten 7%. Und das aber auch, obwohl selbst das durchschnittliche KGV aktuell im Multi-Factor Index deutlich niedriger ist als das aktuelle im MSCI World.
Für die Performance vergeben wir daher insgesamt doch sehr gute 3,5 von 5 Sterne. Zwar performte der ETF über den Betrachtungszeitraum seit seinem Auflegen 2015 in Summe nicht herausragend gut. Auf der anderen Seite schlägt der zugrunde liegende Index in der Theorie seit 1998 den MSCI World deutlich mit einer jährlichen Durchschnittsperformance von 10,33%, die mehr als 3% höher ist wie die Performance des MSCI World Index. Bevor wir auf die Zukunft des iShares Multifactor ETFs blicken können, müssen wir zunächst einmal das Prinzip des ETFs erklären. Daher widmen wir uns kurz der Frage, was sind eigentlich Faktoren bzw. Faktorprämien? Faktorprämien sind statistisch erwiesene Treiber von Rendite und Risiko in einer Assetklasse, wie zum Beispiel eben bei Aktien, Anleihen oder Immobilien. Damit sind also die Faktoren gemeint, die nachweislich einen Einfluss auf die Rendite von Aktienportfolios in diesem Fall haben könnten. Um ein halbwegs passendes Beispiel dazu aus dem Sport zu nennen: Innerhalb einer Basketballmannschaft gibt es in der Regel 10 bis 20 Teammitglieder, die da spielen könnten oder die im Training dabei sind. Jeder von ihnen hat Fähigkeiten, ein anderes Skill-Level eben. Jeder erwirtschaftet also auf eine andere Art und Weise eine gewisse Rendite für das Team. Der eine hat ein besseres taktisches Verständnis, der andere kann besser werfen und noch ein anderer ist unglaublich groß und kann das ausnutzen. Genau diese Faktoren spielen natürlich für jeden einzelnen Spieler beziehungsweise eben auch jeder einzelnen Aktie oder jedem einzelnen ETF eine Rolle. Bei der Zusammenstellung der Spieler beziehungsweise Aktien oder ETFs, die der Trainer oder eben der Anleger aufs Spielfeld bringen möchte oder bringt, berücksichtigt er natürlich diese Eigenschaften und Fähigkeiten oder eben Faktoren. Am besten deckt eine Basketballmannschaft natürlich die wichtigsten Fähigkeiten alle ab, also die wichtigsten Faktoren, um erfolgreich zu spielen. Am besten ist ein großer Spieler dabei, schnelle Spieler und jemanden mit taktischem Verständnis braucht man auch in der Regel, um Spielaufbau kreieren zu können. Natürlich beeinflussen sich auch alle Faktoren gegenseitig. Ein Spieler, der außergewöhnlich groß ist in der Regel nicht so schnell wie kleinere Spieler. Und Spieler, die groß sind, spielen in der Regel unter dem Korb und werfen auch nicht so viel von außen. Natürlich, wenn man jetzt einen Spieler hat, der gut werfen kann und groß ist, sind das natürlich Kombinationen bzw. Faktoren, die sich gegenseitig befeuern und zu einer Überrendite führen könnten, wie beispielsweise früher bei Dirk Nowitzki. Lange Rede, kurzer Sinn: Faktorprämien sind Faktoren beim Investieren, die man bewusst übergewichtet, um eine bessere Rendite zu erzielen, ohne gleichzeitig das Risiko signifikant zu erhöhen. Und dieser letzte Satz ist auch nochmal ganz wichtig. Ich könnte natürlich beim Basketball, wenn ich feststelle, durch große Spieler kriege ich eine massive Überrendite, einfach 5 riesige Spieler aufstellen. Wenn ich dann aber gegen eine Mannschaft spiele, die wesentlich schneller ist als ich, habe ich mit meinen großen Spielern das Problem, dass ich zwar auf einen Faktor gesetzt habe, der mir sehr viel hilft, der aber auch eben viele andere Faktoren unabgedeckt lässt und die mir dann insgesamt wieder Nachteile bringen. Oder eine negative Rendite oder eine schlechte Rendite, periodenweise. Die am besten wissenschaftlich belegten Faktorprämien bei Aktien sind Small-Size-Aktien, also Unternehmen, die noch eine sehr kleine Marktkapitalisierung besitzen. Diese tendieren dazu, stärker zu wachsen in bestimmten Zeiträumen. Solche Aktien sind in einem Small-Cap-ETF zum Beispiel zu finden. Ein Small-Cap-ETF ist daher sozusagen ebenfalls ein Single-Factor-ETF, das heißt ein ETF, der genau eine Faktorprämie abbildet. Das ist dann beispielsweise der iShares MSCI World Small-Cap ETF. Mit Ausnahme des Zeitraums 1989 bis 1998 hat dieser Faktor in der Theorie immer besseres Wachstum erwirtschaftet als der Gesamtmarkt. Als Indikator für den Gesamtmarkt kann man beispielsweise einen klassischen All-World-Index nehmen oder einen MSCI World Index, also in der Regel einen Index, der ausschließlich nach Marktkapitalisierung gewichtet ist. Dann gibt es noch den Faktor Value, also Wert. Damit sind Unternehmen gemeint, die in der Regel ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buch-Verhältnis haben. Unternehmen, die also in der Regel hohe Gewinne erwirtschaften, dafür aber noch einen niedrigen Aktienkurs bzw. eben eine niedrigere Marktkapitalisierung aufweisen. Wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, trifft das niedrige KGV im Schnitt durchaus auf diesen ETF zu. Auch für diesen Faktor gibt es einzelne ETFs, wie zum Beispiel den Xtrackers MSCI World Value ETF, der diesen Faktor in das Zentrum seines Investments stellt. Allerdings ist bei diesem Faktor keine wesentliche Überrendite in den letzten 3 Jahrzehnten nach Abzug der Mehrkosten feststellbar. Dann gibt es die Faktorprämie Quality. Dieser Faktor setzt auf Unternehmen mit niedriger Verschuldung, stabilen Erträgen, kontinuierlichem Vermögenswachstum und einer starken Corporate Governance. Auch Unternehmen mit diesen Merkmalen erwirtschaften in einigen Marktphasen mehr Rendite oder Kurswachstum als der Durchschnitt. Abbildbar ist dieser Faktor beispielsweise durch den iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF.
Den Faktor Momentum haben wir bereits in unserer ETF-Analyse zum iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF vorgestellt. Hier basiert der Faktor auf der Theorie, dass Aktien, die über einen gewissen Zeitraum ein gutes Kurswachstum hingelegt haben, dieses Kurswachstum auch trendgemäß einige Zeit lang weiterhin beibehalten werden. Hier werden also immer wieder Aktien mit einem guten Momentum aufgenommen, nach festen Regeln und Zeitintervallen. Auch dieser Faktor ist nachweislich in einigen Marktphasen durch Überrendite in Erscheinung getreten. Ein weiterer bekannter Faktor ist das politische Risiko. Häufig wird für die Abbildung des politischen Risikos das Investment in Schwellenländer, also in die Emerging Markets, forciert. Der Faktor erklärt sich im Wesentlichen mit einer Entschädigung für ein höheres Risiko, welches unter anderem infolge politischer Instabilitäten, Korruption oder einem mangelnden Rechtssystem bzw. fehlender Gewaltentrennung resultiert. Dieser Faktor wird beispielsweise durch den X-Trackers MSCI Emerging Markets ETF abgebildet. Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF ist übrigens hier ein Spezialfall. Der Zusatz IMI signalisiert, dass hier sowohl in diesem ETF in die Schwellenländer an sich als auch in die Small-Cap-Unternehmen aus diesen Schwellenländern investiert wird. Diesen ETF, der sowohl den Faktor politisches Risiko als auch zu einem gewissen Grad eben Small-Cap-Aktien beinhaltet, haben wir euch bereits in einer Analyse vorgestellt, verlinkt oben auf dem i und in der Videobeschreibung. Der SPDR MSCI All Country World IMI ETF ist in dieser Hinsicht auch ein Spezialfall. Er bildet sowohl die Industrie als auch die Schwellenländer ab und gleichzeitig investiert er noch in die Small-Cap-Aktien aus beiden Regionen. Genau genommen sind in diesem ETF also die Faktoren politisches Risiko und Small-Cap plus ein Investment in die klassischen Industrienationen vereint. Die benannten Faktorprämien sind also in vielen bekannten und großen ETFs teilweise sogar eben direkt mit enthalten. Damit besteht jetzt für den Anleger die Möglichkeit, die einzelnen Faktoren nach Belieben zu gewichten. Entweder pickt man sich die zuvor erwähnten einzelnen Single-Factor-ETFs raus, wie eben den zum Beispiel genannten Small-Cap-ETF, einen Emerging Markets-ETF und einen Momentum-ETF und gewichtet diese eben nach Belieben. Dann würde man seine eigene persönliche Multifactor-Strategie im eigenen Portfolio entwickeln. Oder man setzt eben gleich auf ETFs, die bereits mehrere Faktoren gleichzeitig abbilden, wie eben beispielsweise der iShares MSCI World Multifactor ETF. In der Regel hat man bei diesen ETFs, egal wie man es macht, immer mit höheren Gesamtkostenquoten von teilweise über 0,5% zu tun, da die Abbildungen eben komplexer sind als die eines einfachen MSCI World Index. Übergewichten bedeutet übrigens, dass man den einzelnen Faktor in seinem persönlichen Portfolio größer gewichtet als in der Marktkapitalisierung des weltweiten Marktes üblich. So beträgt beispielsweise der Anteil von Small-Cap-Aktien weltweit, also an der gesamten Marktkapitalisierung, ca. 15%. Wenn wir jetzt in unserem Portfolio einen Small-Cap-ETF mit insgesamt mehr als 20% gewichten, dann haben wir schon auf diesen Faktor gesetzt und ihn übergewichtet. Gleiches gilt für die Emerging Markets. Gemessen an der Marktkapitalisierung kommen die Emerging Markets gerade einmal auf 10 bis 15% mit ihren Aktien weltweit. Gewichtet man hier die Emerging Markets insgesamt in seinem Portfolio höher als 15%, so betreibt man auch hier Factor Investing. Je vielfältiger eure Themen-ETFs oder Unter-ETFs sind, die ihr habt, und je mehr Aktien, also Einzelaktien ihr kauft, desto unübersichtlicher wird es daher natürlich auch in eurem Portfolio, um zu erkennen, welche Faktoren ihr jetzt hier in Wirklichkeit abgebildet habt. Ganz wichtig ist aber auch, wenn wir nur in einen MSCI World ETF investieren würden und in unserem Portfolio gar keine Small-Cap-Werte einbinden würden, dann wettet man genau genommen sogar gegen den Faktor, weil man ihn überhaupt nicht abbildet und damit untergewichtet. Gleiches gilt dafür, wenn wir in unserem Portfolio gar keine Emerging Markets abbilden, dann wetten wir darauf, dass die Emerging Markets oder eben der Faktor politisches Risiko keine Überrendite erwirtschaftet, beziehungsweise ihr verzichtet eben aktiv auf diesen Faktor. Hier sehen wir gut und übersichtlich dargestellt, dass in einzelnen Marktphasen die unterschiedlichen Faktoren unterschiedlich stark performt haben. Zwischen 1989 und 1998 lag der Small Cap Factor beispielsweise mehr als 3% hinter der Marktperformance. Von 1999 bis 2008 jedoch wieder mit knapp 5% vorne. Generell ist es dem Anleger natürlich selbst überlassen, welche Faktorprämie er jetzt wie stark gewichtet. Ein richtig und ein falsch gibt es hier nicht und es ist nicht garantiert, dass zu jeder Marktphase jeder Faktor eine Überrendite erwirtschaften wird. Daher ist dieser Ansatz nur mit einem langen Anlagehorizont sinnvoll, um eben auch Durststrecken von 10 bis 20 Jahren durchzustehen. Bezogen auf den hier im Video vorgestellten Multifactor ETF bedeutet dies,
dass zum einen der Faktor Emerging Markets, also politisches Risiko, überhaupt nicht enthalten ist, wie wir bereits im Kapitel 1 des Videos vorgestellt haben. Anhand der Kennzahlen haben wir zudem erkannt, dass offensichtlich die Faktoren Value und Quality stark gewichtet werden. Das erklärt auch, warum der ETF in der Performance zuletzt nicht so stark abgeschnitten hat. Maßgebliche Kurstreiber zuletzt über die letzten Jahre waren vor allem die Tech-Aktien, die in der Regel eher in der Faktorprämie Momentum enthalten sind, da es sich hierbei häufig um Unternehmen handelt mit hohem Schuldenstand, wenig Gewinn, keiner Dividende und hohem KGV. Da der Faktor Momentum nicht so hoch gewichtet ist wie die Faktoren Quality und Value, schlägt der Momentum-Faktor hier in diesem ETF nur bedingt durch. Da die Benchmark, also der MSCI World ETF, nach Marktkapitalisierung aufgestellt ist und viele Tech-Werte nach Marktkapitalisierung stark aufgestiegen sind oder jetzt auch führend sind, performte der klassische MSCI World natürlich phasenweise besser. Was ich damit sagen will, wenn ihr lediglich den Multifactor ETF in euer Portfolio einbindet, dann habt ihr keine persönliche Entscheidungsfreiheit über die Gewichtung der einzelnen Faktoren. Das heißt, wie stark die Faktoren Momentum, Value, Quality und Small Cap gewichtet sind, ist abhängig von dem dahinterliegenden Index und deren Entscheidungen. Das ist weder positiv noch negativ, nur wichtig zu wissen. Ich würde mir nicht einen solchen Multifactor-ETF ins Portfolio legen, um dann parallel noch weitere Factor-ETFs hinzuzulegen und zu besparen, weil die Übersicht darüber, welchen Faktor man jetzt hier realistischerweise tatsächlich wie stark gewichtet, danach nur noch sehr schwer festzustellen sein würde. Abgesehen davon ist hier ein wesentlicher Unterschied hervorzuheben. Im Small Cap ETF alleine, also in diesem Single Factor ETF, sind mehr als 1000 Unternehmen enthalten. In einem breit gestreuten Emerging Markets ETF sind ebenfalls in der Regel mehrere hunderte von Aktien enthalten. Alleine der MSCI World Value ETF hat als Single Factor ETF ebenfalls mehr als 400 Aktien. In diesem Multi-Factor ETF sind lediglich 330 Aktien enthalten. Auch wenn natürlich bei mehreren tausend Aktien im Portfolio, wie beispielsweise eben bei einem All-World-ETF, nur wenige Aktien überhaupt nennenswerte Auswirkungen auf die Performance des ETFs oder auf das Portfolio haben, ist die Diversifikation in diesem Multifactor-ETF natürlich deutlich begrenzt. Wie kann denn dieser Multifactor-ETF, bestehend aus nur 330 Unternehmen, eigentlich die gleiche Diversifikation bieten wie ETFs mit mehreren tausend Unternehmen? Und die hätte man eben, wenn man einzelne Single-Factor-ETFs wie Small Cap ETF, Emerging Markets ETF, Value ETF, Quality ETF und Momentum ETF kauft. Der Unterschied liegt darin, dass der Multi-Factor ETF in der Theorie nur Aktien beinhalten soll, bei denen alle 4 Faktoren, also Small Cap, Quality, Value und Momentum, gut abschneiden. Als Beispiele greifen wir uns mal Intel und Nvidia raus, während bei Nvidia sicherlich der Faktor Momentum zuletzt stärker ausgeprägt ist als bei Intel, schneidet Intel natürlich bei den Faktoren Quality besser ab. Keiner von beiden ist aber so richtig dem Faktor Small Cap zuzuordnen. Nochmal anders gesagt, der ETF versucht nach relativ klaren Regeln Unternehmen auszuwählen, die mindestens ansatzweise gleichzeitig mehrere Faktoren davon abdecken. Und so kommt eben eine deutlich geringere Anzahl an Aktien zustande, die im ETF abgebildet werden. Wie wir auch im Kapitel der Performance gesehen haben, funktioniert dieser Ansatz mit diesem Index auf lange Zeit tatsächlich, wenngleich der ETF natürlich in Marktphasen von mehreren Jahren hintereinander durchaus auch schlechter performen kann, als eben Benchmarks wie MSCI World oder All World Indices. Wir geben daher in der Prognose noch sehr gute 3 von 5 Sterne, wenngleich es entscheidend ist, dass der Anleger in diesen ETF sich bewusst ist, was für eine Strategie er hier überhaupt fährt und dass diese langfristig anzusetzen ist und es hier lange Marktphasen geben kann, in der die Rendite nicht überdurchschnittlich gut ist. Gleichzeitig nimmt einem so ein ETF natürlich einen gewissen Gestaltungsspielraum, den man eben durch eine eigene Single-Factor-ETF realisierte Portfoliozusammenstellung besser auf die eigenen Faktorvorlieben hätte anpassen können. Für das Portfolio habe ich aufgrund der tatsächlich treffenden Abbildung der angestrebten Faktorprämien, aber aufgrund des Fehlens der Faktorprämie politisches Risiko 3,5 von 5 Sterne vergeben. Für die Produktkriterien habe ich gute 4 von 5 Sterne vergeben. Die Gesamtkostenquote ist, wie zu erwarten, vergleichsweise hoch. Für die Kategorie Performance habe ich aufgrund der langfristigen möglichen leichten Überrendite immerhin noch 3,5 von 5 Sterne vergeben. In der Prognose, in der wir uns mit der Multifactor-Strategie beschäftigt haben, habe ich 3 von 5 Sterne vergeben. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 3,5 Sternen. Meine persönliche Meinung, bei diesem ETF sollte man sich oder muss man sich bewusst sein, welche Strategie er verfolgt. Grundsätzlich ist der ETF wohl sehr schwer zu kombinieren mit anderen ETFs bzw. Aktieninvestments, da man damit natürlich die Faktorprämissen seines Gesamtportfolios immer wieder leicht verändert. Ich persönlich würde diesen ETF, wenn ich ihn besparen müsste,
mit einem Emerging Markets IMI ETF kombinieren, um den Faktor politisches Risiko bzw. den Small Cap Faktor in den Emerging Markets mit in meinem Portfolio abzubilden. Eine Gewichtung von 80% MSCI World Multifactor ETF und 20% Emerging Markets IMI wäre hier denkbar. Ich würde den ETF definitiv nicht mit weiteren Single Factor ETFs kombinieren, da sich dann die Nachvollziehbarkeit der Faktorprämien praktisch kaum noch erschließt. Schon gar nicht würde ich ihn kombinieren mit irgendwelchen Themen-ETFs. Generell sage ich aber noch dazu, ich persönlich bevorzuge eine Multifactor-Strategie, bestehend aber aus einzelnen Single-Factor-ETFs. In meinem Portfolio befinden sich beispielsweise der iShares MSCI World Momentum ETF, ein Small Cap ETF, ein Value ETF und ein Emerging Markets ETF. Die genaue Aufteilung meines ETF-Portfolios werde ich in einem der kommenden Videos noch vorstellen. Mir ist es jedoch sehr wichtig, dass ich die Gewichtung der Faktorprämien selbst steuern und anpassen kann über die einzelnen ETFs hinweg. Bei der Strategie an sich muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Gesamtkosten der einzelnen Single-Factor-ETFs deutlich höher sind als die für einen einfachen MSCI World oder All World ETF. Dafür erhofft man sich durch diese Faktorprämien natürlich eine höhere Rendite. Mit klaren Worten, einen Multifactor-ETF, einen einzelnen Multifactor-ETF wie diesen hier, habe ich bewusst nicht im Portfolio, weil ich die Gewichtung der einzelnen Faktoren gerne selbst bestimmen möchte und weil mir die lediglich 330 Aktien im Portfolio des ETFs mit zu großem USA-Fokus nicht ausreichend genügend Diversifikation sind, beziehungsweise da die Regeln des ETFs mein Portfolio zu sehr verkomplizieren würden. Wie seht ihr den iShares MSCI World Multifactor ETF? Wie habt ihr ihn in euer Portfolio eingebunden? Das ist besonders interessant bei diesem ETF. Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse wir in der kommenden Woche machen sollen. Um mehr zu erfahren, klicke auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder bei der nächsten Aktien- oder ETF-Analyse. Ein schönes Restwochenende euch, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.